Wir machen heute ein Pastrami. Pastrami ist ein Brotbelag, ähnlich wie Roastbeef. Kann man auch schön aufs Brot essen. Und zwar aber heute aus der Semmerrolle. Ursprünglich eigentlich aus der Rinderbrust. Und ich mache es aus einer Semmerrolle. Und ich mache es gleichzeitig aus einer Putenbrust. Und wie ich das mache, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, bei Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Und bevor wir jetzt anfangen, möchte ich euch sagen, dass ich mich über einen Daumen hoch jedes Mal freue. Und wer noch nicht abonniert hat, jetzt könnt ihr das nachholen. Wie eben schon angekündigt, machen wir heute ein Pastrami. Das muss erstmal 1 bis 2 Wochen gepökelt werden. Und die Pökellake dafür, die werden wir uns selber herstellen. Dafür brauchen wir Nitritpökelsalz, welches bei diesem großen Versandhändler, der mit A anfängt, zu bekommen ist. Da habe ich meins nämlich auch her. Die Pökellake, die Menge der Pökellake ist abhängig davon, zum einen, welches Gefäß ihr benutzt. Weil, wenn es so ein sehr großes, flaches Gefäß ist, dann brauche ich natürlich deutlich mehr, weil das Fleisch letztendlich komplett bedeckt sein muss von der Lake. Und zum Zweiten von der Menge des Fleisches. Also man sagt, so bei 1 Kilo Fleisch brauche ich 1 Liter Pökellake mindestens oder etwas mehr. Sprich, immer so viel Pökellake nehmen, wie ich Fleisch habe, mindestens. Oder etwas mehr halt. Unsere Lake wird 8%ig sein, also 8% Salzgehalt haben. Und dann noch so ein paar Kräuter. Und damit fangen wir jetzt erstmal an. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Für die 2 Liter Wasser habe ich hier 200 Gramm Zucker, 160 Gramm Salz, 1 Esslöffel Senfkörner, 2 Esslöffel Korianderkörner, 1 Teelöffel, 1,5 Teelöffel Wacholderbeeren und 2 Teelöffel Pfeffer. Ihr könnt schwarzen Pfeffer nehmen, ich habe jetzt hier so bunten Pfeffer, ich hatte gerade nichts anderes an Körnern. Und so 8 bis 10 Blätter frischen Malor Gartenlorbeer. Ihr könnt selbstverständlich auch getrocknete Lorbeerblätter nehmen. Das Salz, den Zucker und die ganzen Gewürze geben wir jetzt ins Wasser rein, in die 2 Liter. Lassen es auflösen und kurz aufkochen. Und wenn das abgekühlt ist, können wir unser Fleisch darin einlegen. So, die Brine, die wurde jetzt kurz aufgekocht, die Lauge. Und jetzt kann ich das Fleisch reinlegen. Die Semmerrolle und das Putenbrustfilet ist jetzt in der Brine, also in der Lauge, eingelegt und darf da jetzt 1,5 bis 2 Wochen drin baden und pökeln. Und damit das wirklich unter Wasser ist, also unter der Wasseroberfläche, lege ich hier noch so eine Auflaufform rein. Man kann auch einen Stein nehmen oder irgendwas, was schwer ist. Und da bleibt es jetzt für, wie gesagt, 1,5 bis 2 Wochen im Kühlschrank drinne und darf pökeln. Man sagt so pro Tag etwa 1 cm Tiefe, was das Nitritpökelsalz eindringt ins Fleisch. Insofern kommen wir hier locker auf 1,5 Wochen. So, für mich waren es 2 Wochen, 14 Tage hat das Fleisch jetzt in der Lake verbracht. Und gestern Abend habe ich es dann rausgenommen, habe es noch für so 6 Stunden, also man sagt 6 bis 24 Stunden sollte es nochmal gewässert werden. Und das habe ich getan. Bei mir waren es 6 Stunden, sonst wird es einfach zu salzig. Dann habe ich es gewürzt
und habe es auf den Smoker gelegt. Das Putenfleisch Pastrami werde ich mit je einem Teelöffel Oregano, Thymian und Rosmarin sowie 2 Teelöffel Knoblauch, 2 Teelöffel Zwiebel und 4 Teelöffel gestoßenem Pfeffer würzen. Ja, damit das hält, werde ich das Fleisch erstmal mit Senf einreiben. Genauso mit dem Rindfleisch, allerdings sind hier Knoblauch und Zwiebeln, jeweils auch 2 Teelöffel. Dann 2 Teelöffel geräuchertes Paprikapulver und ebenfalls 4 Teelöffel von dem gestoßenen Pfeffer. Ja, auch mit Senf eingerieben und dann kommt das jetzt gleich auf den Grill. Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door, the memories come back again. Pictures of us flooding back just like a wave. Makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. Teenagers with too many feelings and rage. Das Smoken selbst ist auch kein Geheimnis. Bei 110 Grad oder 107 Grad, zeigt mein Smoker an, bleibt das knapp 4 Stunden im Rauch bis 70 Grad als Kerntemperatur. Und dann wird es eingepackt und gedämpft. Ja, bis zu einer Kerntemperatur von 94 Grad, 93 Grad, 94 Grad. Und zwar als bei einer Außentemperatur, also bei einer Smoker-Temperatur von, was hatte ich, 150 Grad. Way back when, way back when. Remember when my Und dann habe ich das hier in diese Box, in diese Styroporbox ruhen lassen, abkühlen lassen. Und jetzt können wir mal gucken, was daraus geworden ist. So, dann schauen wir mal nach. Oh, dieser Duft, wenn ihr den riechen könntet. Das sieht doch gut aus. Nummer 1, die Simmerrolle. Und Nummer 2, die Pute. So, dann werde ich mal die Pute anschneiden. Hier sieht man die Maserung leicht. Also, ich schneide mal hier lang. Ist wahrscheinlich bei dem Stück Fleisch nicht ganz so wichtig. So. Das sieht doch schon mal echt lecker aus. Und dann werden wir gleich mal die Simmerrolle auch anschneiden. Erstmal einen Mittelschnitt. Mega. I've been all around the world. Every city, every place. Dann kann ich jetzt mal kosten. Erst die Pute. Been a restless girl. But now there's a window change. I've never ever felt this way. Boah, ist das geil. Longing for you, pick up the phone. Catching a flight, I'm coming home. Back to the place I've Boah, echt gut. Beim Würzen habe ich im Übrigen kein Salz noch ran gemacht, weil durch das Pökeln das Fleisch echt salzig genug ist. Deswegen auch nochmal ein paar Stunden wässern, damit der Salzgeschmack einfach ein bisschen wieder rausgeht. Und dann die Simmerrolle.
Auch mega. Mega. Der Pfeffer außenrum. Oh, geil. Wer, wie ich, berechnen muss, der darf sich für 4 Scheiben, egal ob Pute oder Rind, der Rind ist so mager, deswegen kann man das tatsächlich gleichsetzen, der darf sich für 4 Scheiben ein Dings da aufschreiben. Da ja, kann man ein bisschen mehr von essen einfach. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Heute sicherlich mal ein bisschen was anderes, außerdem relativ zeitaufwendig. Letztendlich hat mich das 2 Wochen gekostet und mega lecker. So den Aufschnitt, ja, kann man natürlich kaufen, aber ich behaupte mal in der Qualität. Und mit einer Simmerrolle, das kommt von einem Kollegen von mir, ist das echt eine tolle Idee. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein und lasst mir einen Daumen hoch da. Ich freue mich über jedes Abo und ja, hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Euer Carsten. Ciao.